Wieso du die Gesundheitsfragen im Antrag für deine private Krankenversicherung unbedingt richtig beantworten solltest, am besten mit einem Experten, das klären wir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico von Lycam Versicherungsmakler. Du möchtest in die private Krankenversicherung wechseln bzw. einen Versicherer wechseln oder in einen besseren Tarif wechseln, dann sind immer Gesundheitsfragen zu beantworten. In der gesetzlichen Krankenkasse gibt es diese Gesundheitsfragen nicht, denn diese sind gesetzlich dazu versichert, dich zu versichern. In der privaten Krankenversicherung ist es ganz anders. Da möchte natürlich der Versicherer erstmal natürlich wissen, wen versichere ich dort und wie hoch ist dementsprechend ein Risiko einzuschätzen. Und für dich natürlich dann interessant, wie hoch ist dann nach dieser Risikokalkulation dein Beitrag. Das heißt, es werden Fragen gestellt, zum Beispiel zu chronischen Krankheiten, zu Behandlungen in Vergangenheit, natürlich auch Behandlungen mit Krankenhausaufenthalt. Wie sieht es aus mit regelmäßiger Medikamenteneinnahme? Wie sieht es aus mit Drogensucht und so weiter und so fort? Und diese musst du natürlich wahrheitsgemäß beantworten. Wieso das Ganze? Natürlich wird anhand dieser Fragen dein Beitrag berechnet. Jetzt bist du natürlich in der Zwickmühle. Wenn du natürlich Krankheiten hast und etwas flunkerst, dann wirst du letztendlich natürlich günstiger eingestuft. Das heißt, deine monatlichen Beiträge zur privaten Krankenversicherung sind natürlich günstiger. Nicht jeder Versicherer forscht ganz genau nach, ob denn wirklich alles ganz genau angegeben worden ist bei Antragstellung und dementsprechend bist du versichert. Sobald aber eine Operation ansteht bzw. bezahlt werden muss oder andere Behandlungen ins Haus stehen, dann wird natürlich der Versicherer aktiv und forscht ganz genau nach, nimmt Kontakt zu Ärzten auf und so weiter und so fort. Und im schlimmsten Fall verweigert der Versicherer seine Leistung oder schränkt diese ein. Und dann kommt es natürlich zum Rechtsstreit und dann muss man natürlich abwahren oder für sein Recht kämpfen. Beziehungsweise in dem Fall, wenn du natürlich nicht wahrheitsgemäß die Gesundheitsfragen beantwortet hast, spielst du natürlich dem Krankenversicherer in die Karten und der hat natürlich am Ende Recht und verweigert seine Leistung. Das wird dann auch noch gerichtlich bestätigt und dann stehst du da und musst die Kosten zu 100% selber tragen. Damit es so weit nicht kommt, ist es ganz wichtig, dass du mit einem Profi, mit einem Versicherungsmakler zusammenarbeitest. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Denn als Versicherungsmakler können wir anonymisiert bei vielen Versicherern anfragen und dementsprechend bekommen wir vorher auch schon mit, erstens mal, was dein Beitrag wäre, beziehungsweise ob dein Beitrag mit Risikozuschlag angenommen wird oder sogar abgelehnt wird. Das heißt, du bleibst ein weißes und unbeschriebenes Blatt. Solltest du zum Beispiel blind einen Antrag einschicken beim Versicherer und dieser wäre im schlimmsten Fall abgelehnt worden, dann musst du in den nächsten Anträgen zur privaten Krankenversicherung natürlich angeben, dass dein Antrag bei einem privaten Krankenversicherer schon einmal abgelehnt worden ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite, dritte Versicherer dann dementsprechend auch ablehnen, ist hoch und somit musst du in der gesetzlichen Krankenkasse bleiben. Das heißt, du hast keine Option, keine Möglichkeit mehr, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Also immer mit einem Experten zusammenarbeiten und ein Experte erkennst du immer daran, dass dieser eben anonymisiert einen Antrag stellt bzw. eine Voranfrage stellt, damit du eben nicht abgelehnt wirst. Und dementsprechend stehen dir natürlich mehrere Türen offen, zu welchen Versicherer A, B und so weiter du wechseln wirst, beziehungsweise auch zu welchen Konditionen. Das ist natürlich ganz wichtig für dich, denn schließlich kommt es darauf an, was sind die Risiken, die versichert sind, beziehungsweise was sind die Leistungen. Die private Krankenversicherung wird ja immer anhand der Leistungen kalkuliert. Welche möchtest du, welche sind dir wichtig und welche sind inkludiert, beziehungsweise für was musst du einen Risikozuschlag zahlen, wie hoch fällt der aus oder wird einer abgelehnt, dann ist es sogar ratsam, dass wenn zum Beispiel nach den letzten 5 Jahren gefragt wird und es sind gerade eben 4 Jahre vergangen, nach der letzten Behandlung zum Beispiel mit Krankenhausaufenthalt, dann warten wir das eine Jahr noch und fragen dann in einem Jahr an und dementsprechend wirst du dann zum Beispiel ohne Risikoaufschlag angenommen, beziehungsweise die Ablehnung ist vom Tisch und du kannst dich privat versichern. Also da spielen viele Faktoren eine wirklich sehr wichtige Rolle. Das ist kein Antrag wie bei einer privaten Haftpflichtversicherung, sondern hier geht es um die Gesundheit, hier geht es um hohe Kosten, hier geht es im Ernstfall auch um Leben und Tod. Und da möchte man natürlich bestmöglichst aufgestellt sein, damit man auch die beste Behandlung wahrnehmen kann und dementsprechend auch alles wieder im grünen Bereich verläuft.
Also Fazit von dem Video, immer die Gesundheitsfragen richtig beantworten, am besten mit dem Experten. Warum? Das habe ich dir gerade eben erklärt und somit sind wir auch schon beim Ende von diesem Video angelangt. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Folge diesem Kanal und du verpasst kein praktisches und wichtiges Versicherungswissen mehr. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.